Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich dir 4 sehr tolle und sinnliche Düfte mitgebracht, die du zum Beispiel zu einem Date tragen kannst und wo ich mir sicher bin, dass du Komplimente dafür bekommen wirst. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von der tollen Marke Emile Elise, der Painting It Sweet. Und Emile Elise ist ja noch eine sehr, sehr junge Marke und ich finde aber tatsächlich, dass all ihre Düfte echt schön sind. Auch der Painting It Sweet. Und wie der Name schon vielleicht erahnen lässt, ist der Duft wahnsinnig süß, so auch im ersten Riechen. Und was für mich da wirklich sehr präsent rauskommt, ist die Birne. Das ist wirklich sehr im Vordergrund, eine schöne Birne, aber sehr süß, schon im ersten Riechen. Diese Birne bringt aber gleichzeitig auch eine gewisse Fruchtigkeit mit rein. Also wir haben hier eine süße Frucht mit drin. Schön süß, schön intensiv am Anfang. Und diese Süße aus der Birne ist ganz toll kombiniert mit Blüten, aber auch mit Honig, der da drin ist. Das rundet das Ganze so ein bisschen ab. Also es ist schon sehr süß. Also du musst auf jeden Fall auf süße Düfte stehen, aber der Honig rundet es wirklich schön ab. Er ist für mich auch nicht so aufdringlich, wie man vielleicht meinen könnte, weil ich jetzt nur von süß spreche, sondern ich finde, der wird im Verlauf so ein bisschen intimer. Also der ist zwar präsent, aber ich finde, der bleibt sehr bei sich selbst. Also die Silage ist jetzt nicht wahnsinnig stark bzw. groß, sondern es ist für mich ein Duft, der sich schön auf die Haut legt, der schön intim ist, den man auf jeden Fall wahrnimmt. Also das ist jetzt kein Duft, der irgendwie sehr dezent ist, das nicht. Aber ich finde trotzdem, dass da ein schöner Mittelweg gefunden wurde zwischen dieser Süße, dieser fruchtigen Süße und dieser blumigen Süße, die da mit drin ist. Und eben diesen eher hautnahen. Ich finde gerade, dass diese schöne blumige Note, die da im Duftverlauf nochmal mit rauskommt und eben diesen Birnengeruch so ein bisschen ergänzt, wirklich eine schöne Sinnlichkeit mit rein gibt. Wir haben hier zum Beispiel Rose mit drin. Das macht den Duft schon sexy, schon süß, schon sinnlich, finde ich. Also wirklich ein toller Duft, wenn du auf süße Düfte stehst. Die Rose wird noch toll ergänzt durch Jasmin und auch durch Veilchen. Ich finde tatsächlich, das ist auch ein Duft, den kann man in jedem Alter tragen. Also egal, ob du jetzt eine sehr junge Frau bist oder eine etwas ältere Frau. Ich finde, der Duft passt wirklich zu jedem Alter, lässt sich schön tragen und hat eben eine schöne Sinnlichkeit mit drin. Der nächste Duft ist im Gegensatz zu dem Painting It Sweet wirklich, der komplette Gegensatz, würde ich mal sagen. Und zwar ist es der Psychedelic Love von Initio. Und wenn du Initio-Düfte schon ausprobiert hast und kennst, der passt perfekt in die Reihe mit rein von sehr intensiven Düften. Der Psychedelic Love ist von Anfang an da. Der ist so präsent, der ist so opulent und so, einfach so präsent, Wahnsinn. Also ich habe echt geschwankt zwischen dem Psychedelic Love und dem Absolute Aphrodisiac. Ich finde beide Düfte wahnsinnig schön. Ich habe mich aber für den hier entschieden, weil ich finde, der ist echt spannend. Am Anfang kommt wirklich so eine schöne Oud-Note schon mal mit raus. Die wird aber ganz toll ergänzt in der Duftentwicklung durch eine Süße, durch eine Vanille und auch durch die Blumen, die da mit drin sind. Ich finde, der Duft, der macht eine Frau bzw. die Trägerin wahnsinnig sexy, selbstbewusst und man trägt den und irgendwie hat man sofort nach dem Aufsprühen eine ganz andere Haltung und fühlt sich ganz anders. Zumindest löst es der Duft immer bei mir aus. Deswegen finde ich den einfach perfekt zu einem ersten Date oder auch zu einem Partyabend tatsächlich. Der ist aber halt auf jeden Fall wahnsinnig intensiv. Der Duft wird im Verlauf sehr süß durch die Blüten, durch die Vanille. Wir haben aber auch Hölzer mit drin und die riecht man auf jeden Fall auch raus. Auch so eine leichte Weihrauchnote kommt da mit raus. Aber der ist trotzdem sehr feminin, eben durch diese Süße, die da mit drin ist. Der Duft hat auf jeden Fall so einen leichten orientalischen Touch, würde ich jetzt mal sagen. Für mich ist es aber echt so ein Duft, der entführt einen in so eine andere Welt. Also der ist echt aphrodisierend für mich, der ist wahnsinnig sexy, wahnsinnig anziehend. Und ich finde, der Name Psychedelic Love, der ist echt Programm bei diesem Duft. Der ist schon sehr besonders. Und wie man es von Initio auch gewohnt ist, der Duft hat eine wahnsinnige Haltbarkeit. Der hat auch eine wahnsinnige Silage. Also da muss man wirklich aufpassen mit dem Duft. Nicht zu viel auftragen, eher sparsam auftragen. Du wirst definitiv wahrgenommen.
Und das ist ein Duft, da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Dafür wirst du auf jeden Fall Komplimente bekommen. Schöner Duft, hat was Dunkles, finde ich. Also irgendwie sowas Mystisches. Ja, man wird da in so eine eigene Welt irgendwie mit reingezogen. Also ich finde den wahnsinnig spannend. Und ja, schöner Duft. Sexiness pur. Der nächste Duft geht auch in eine blumige Richtung, aber er ist wirklich nicht zu vergleichen für mich mit dem Psychedelic Love. Und zwar ist es von Maison Micallef, der Glamour. Ja, im ersten Riechen sofort richtig süß und richtig blumig. Und auch an der Stelle, ich weiß nicht, vielleicht bist du Trägerin von dem Alien. Dann wird dir der Duft auf jeden Fall gefallen. Alex und ich hatten schon mal ein Video zu Designerdüften Alternativen gemacht. Und da war der Glamour eine Alternative eben zu dem Alien. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit oder eine große Ähnlichkeit zu dem Alien. Ich persönlich finde aber, dass der Glamour im Gegensatz zum Alien runder ist, opulenter ist. Der Alien ist für meine Nase im ersten Riechen so ein bisschen beißend tatsächlich. Und ich finde, das hat der Glamour nicht. Also der ist ja etwas runder, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein sehr schwerer Duft. Wir haben unterschiedliche Blüten mit drin, Iris, Jasmin zum Beispiel, die schon auch präsent sind und im Vordergrund sind. Wir haben aber auch eine fruchtige Süße mit drin, die so ein bisschen an Pfirsich erinnert. Und ich finde, gerade diese Kombination macht den Duft echt schön. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr opulenter Duft. Also der ist da. Und ich finde auch, im Gegensatz jetzt zu dem Duft von Initio, den wir gerade gerochen haben, da ist der schon sexy und der ist auch sinnlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also während Initio eben so eine dunklere, mystischere Welt aufmacht, ist der Glamour für mich eben so süß, blumig, elegant, schön. Also es sind schon zwei unterschiedliche Welten tatsächlich. Aber darum geht es ja auch, unterschiedliche Düfte mitzubringen, damit auch jede von euch den passenden Duft für sich finden kann. Mit Glamour wirst du auf jeden Fall auffallen durch seine Intensität. Der hat auch wirklich eine tolle Haltbarkeit, also der hält locker auch den ganzen Tag. Da kannst du auch sparsam auftragen, weil du wirst auf jeden Fall wahrgenommen, der setzt sich durch. Ist echt ein schöner Duft und eben nicht ganz so dunkel wie der Duft von Initio und nicht ganz so geheimnisvoll, würde ich jetzt mal sagen. Der nächste und gleichzeitig der letzte Duft ist von Dali, der Fabulous Bukara. Und die Marke ist wirklich sehr besonders, denn sie holt sich die Inspiration aus von einem sehr bekannten Künstler, und zwar von Salvador Dali. Und diese Lippen, die an dem Flakon hier oben an dem Deckel dran sind, ist quasi inspiriert von einem Kunstwerk von ihm. Und das ist die Fabulous-Reihe, aus der dieser Duft stammt, und die orientiert sich quasi an einer Reise durch den Orient. Und Bukhara ist quasi eine Stadt in Usbekistan, und dieser Stadt ist der Duft auch gewidmet. Und wie du dir vielleicht denken kannst, haben wir einfach automatisch dadurch schon diesen orientalischen Touch mit drin. Aber er ist wirklich, wo ist es denn? Sehr schön, dieser Duft. Ja, gleich zu Beginn haben wir auf jeden Fall Oud mit drin. Diese orientalische Note kommt definitiv raus. Es ist ein sehr warmer Duft für mich, also das riecht man schon beim ersten Mal sprühen und tatsächlich auch in der Entwicklung, wenn ich hier jetzt mal auf dem Streifen rieche, wird der Duft wahnsinnig warm, ummantelt schon fast. Also der hat so eine hautnahe Sexiness. Der hat eine tolle Silage, der hat eine tolle Haltbarkeit tatsächlich. Der Duft ist orientalisch süß, fast schon betörend. Und die Besonderheit bei diesem Duft sind die getrockneten Früchte, die da drin sind. Vor allem die Pflaume riecht man da raus, die wirklich wahnsinnig schön süß ist. Ich weiß nicht, ob du Fan von Trockenpflaumen bist. Das riecht man definitiv in diesem Duft mit raus, und das ist wirklich sehr schön. Dieser orientalische Touch mit der getrockneten Pflaume mit drin, wow, also wirklich schön. Diese getrocknete Pflaume wird auch durch eine schöne Vanille und auch mit Zimt abgerundet. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Pflaumenmarmelade irgendwie im Winter. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich glaube, das ist so die typische Kombination. Es ist auf jeden Fall echt schön süß. Und was den Duft eben auch diesen orientalischen Touch im Verlauf gibt, sind natürlich die Hölzer, die auch weiterhin mit rauskommen. Und ich finde gerade diese Kombination aus dieser Süße und eben diesen Hölzern
ist einfach echt schön. Diese holzige Note bringt für mich persönlich neben dieser Pflaume eben diese sinnliche Note mit raus. Und ich finde tatsächlich auch, jetzt mal um den Vergleich zu dem Initio zu haben, der ja auch Hölzer mit drin hat, bei Dali, bei diesem Duft, da bleiben die holzigen Noten für mich noch persönlich jetzt ein bisschen präsenter im Vordergrund. Also die zwei gehen ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, würde ich jetzt mal sagen, sind aber trotzdem von der Duftkomposition sehr, sehr einzigartig. Und der Duft von Dali hat diesen orientalischen Charakter, aber für mich eben auch nicht dieses Dunkle und Mystische. Trotzdem ist er wahnsinnig sinnlich, eben durch diese süße Note und durch die Hölzer. Und echt schön, ist für mich aber auch ein Duft, den würde ich jetzt eher in der kälteren Jahreszeit tragen. Also auf ein Date im Sommer würde ich den jetzt nicht tragen, aber jetzt gerade so Januar, Februar, da passt der wirklich perfekt. Ich hoffe natürlich, ich habe auch für dich den passenden Duft dabei, damit du gut ausgestattet bist für dein nächstes Date oder eben, wenn du das nächste Mal einen sehr sinnlichen Duft benötigst. Wenn du einen dieser Düfte kennst oder auch ausprobieren möchtest, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu hören und ich freue mich umso mehr, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dahin, ciao!